So, herzlich willkommen bei Vampyr, einer neuen Geschichte von den Gebrüder Games. Und Don Trago und Wohlgewinger, liebe Grüße gehen jetzt an dieser Stelle raus, sind auch noch mit in der Party. Weil jetzt aber stimmt, die machen ihr eigenes Ding. Und wir wollen uns um den trostlosen Heiligen das Westends kennen, das Eastends kümmern. Das Westends, jetzt zeige ich selber schon Westends. So. Ab ins Eastends. Vorher aber noch kurz zeigen, wie man Leute heilen kann. Not yourselves. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was das Spiel noch zu bieten hat. Was machen die denn da? Was machen die denn da? What the hell? Ja. So, überzeuge Shizun zurück nach Whitechapel zu gehen. Mit vielen Nöten. Ach, direkt doch gerettet, wa? Vom Friedhof, oder? War das nicht die? Wir werden heute aber auch noch Untersuchungen machen. Also ein paar Untersuchungen. Das haben wir ja noch offen sozusagen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was wir da noch so machen können. Zum Beispiel alle aus dem Krankenhaus zum Beispiel. Okay, dann ich würde nochmal mit allen Leuten sprechen. Im Krankenhaus, bevor wir den uns nämlich vorknöpfen, weil wir müssen mindestens noch, der ist Level 18. So 2-3 Level müssen wir auf jeden Fall noch. Außerdem habe ich jetzt hier die neuen Fähigkeiten rechts unten. Muss ich auch mal einen Kampfrennen ausprobieren. So. Ich denke, wir reden jetzt mal mit ihr. Mit Hawkoff. I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. So, liebe Leute, und wenn ihr euch... Voilà. Wenn ihr euch schon immer gefragt habt, wie ihr Leute hier heilen könnt, oder wenn ihr Medizin hergestellt habt, dann zeige ich euch das jetzt. Ihr sprecht einfach mit dem Patienten. Ne, wir sprechen noch mit ihr. Good evening, Miss Howcroft. Und How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. wir müssen erstmal gucken, was hat sie denn überhaupt. Wir können halt so gucken. Ach, sie ist ja gesund. Er hat Erschöpfung. Also liebe Leute, wenn ihr hier zum Beispiel jetzt jemanden habt, der hat zum Beispiel Erschöpfung und ihr wollt ihn heilen und wisst nicht wie, dann geht ihr ganz schnell hoch in euer Zimmer, der hier im Krankenhaus ist. Und wir rennen mal ganz schnell. Ja. Rennen könnt ihr übrigens auch, indem ihr einfach Kreis gedrückt haltet. Als kleine Information. Und dann geht ihr einfach zu dem Tisch, wo ihr Sachen herstellen könnt. Und dann seht ihr die Sachen und dann seht ihr ja schon, was ihr dafür braucht. Und Erschöpfung zum Beispiel. Erschöpfung machen wir jetzt noch einmal. Hier Blutermut. Jetzt auch nochmal
Hier fehlt dann schon wieder was. Und dafür müssen wir dann wieder neue Sachen finden und verwerten. Und wenn ihr das hergestellt habt, rennt ihr ganz schnell wieder zu irgendeinem Patienten. Zum Beispiel zu dem alten Kriegsveteran da unten, der die deutsche Granate abgekriegt hat ins Gesicht. Und wo ist er? Da sitzt er. Guckt er nochmal. Okay, war wirklich erschöpft, dann redet ihr mit ihm. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Und ihr drückt Dr. dann Reed. einfach R1. Wenn ihr R1 jetzt drückt, wird zwar nirgendwo angezeigt, aber ihr drückt einfach Soldier, R1. do you need assistance? Not really. Dann kommt I dieser think I've Dialog. caught something in this bloody hospital. I swear I'm dead. Manche Get sagen dann ja oder smiling nein, inside, Dr. Reed. aber du kannst alle meistens As long überzeugen, as you remain here, I will die make Medizin sure zu you nehmen, don't was have ziemlich to worry angenehm ist. about your health. Don't think you can do much about it. Damage is done. Goodbye for now, Mr. Und schon habt ihr Medizin erstellt und jemanden heilt. Und das nächste Mal, wenn ihr schlafen geht, habt ihr dadurch Here again. ein paar Pluspunkte mehr. So, was natürlich wichtig ist, uns um zu gucken, wer denn noch. So, sie hat eine Erkältung zum Beispiel. Good evening, Hier können wir auch nochmal reden. Good evening, Dr. Reed. Pieper. So, Pieper, da fehlen mir noch 2 Hinweise. What can you tell me about the recent commotion in the hospital? Everybody's afraid. Death has always been a frequent visitor. But murder? How can we cope with that? As a nurse at this hospital, it is your duty to deal with these things as best you can. Yeah. Until it's my turn to have blood spread all over the walls. I entered the room first, Dr. Reed. I've seen what that monster did to the woman. Do you need medical help yourself, nurse? Helfen wir sie auch nochmal, I'm helfen wir ihr auch nochmal. afraid Dr. Reed. Wir geben ihr auf jeden Fall Not under Medizin. my watch, nurse. Take this. You'll feel better. Thank you, Dr. Reed. Goodbye, Nurse Hawkins. Hier, Milton. Milton ist noch krank. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Do you need any medical help, Milton? I'm afraid I do. Like everyone in this hospital. It's a sad state of affairs when even the hospital workers are worried about disease. Our job brings us into contact with all kinds of infections, Milton. There's no shame in being ill while you're in a hospital. That's easy for you to say, Doctor. I get the feeling you don't fall sick often. Well, thanks, anyway. Goodbye, Milton. Oh, eine neue Trophäe erhalten. Hypokratischer Eid. Das ist, wenn ich so viele schon geheilt habe. Er ist schon geheilt. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Do you need my assistance? Don't be ridiculous. I'm capable of dealing with this myself. I've just not taken the time to do so. Then you are lucky that I have taken the time to do so. Consider it a gesture of solidarity between professionals. I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reed. We do not see you in surgery very often. Thank you for your time. We'll talk later. Unbekannt. Wie unbekannt? Ja, egal, ich rede dort. Reden wir mal mit ihm. Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague. Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise.
I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. A pawnbroker? I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade. I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. Mhm. Okay. Dann wollen wir Goodbye, noch mal Mr. zurückgehen. Chidana. Bürgermission. Western Dogs, da muss ich eigentlich hin. Da werden wir uns jetzt noch rübergehen. Und nochmal gegen den fighten. Wir sind jetzt Level 13. Ich habe zwar gesagt, ich brauche noch ein paar Level. Dann kann ich hier so weit laufen wie geht. Die Stimmung ist auf jeden Fall brillant. Haben sie auf jeden Fall super eingefangen. Fear no evil. We do the Lord's work here. Okay, der Ulti war jetzt nicht so spektakulär. Ich weiß nicht, ob wir tot. Die werden immer stärker, Alter. Ist also, ja.
Oh, die, das ist geil. Dr. Stricklands Liste bestellt. Opium is one of the main ingredients of Strickland's medication. Never a good move. Krass. Haben wir ihn auch besiegt, der eigentlich ein echt starker Gegner sein sollte. Wir hören uns noch mal kurz. You again. What do you want? Do you need medical help, sir? I feel fine, Dr. Reed. So ihm geht's gut, achso, hätte ich ja auch anders gucken können. Edwana Cox? Ist doch nicht die Olle von ihm, oder? Good evening, miss. I am Dr. Reed. May I ask you a few questions? As I just told you, I'm a doctor. From the Pembroke Hospital, actually. The Pembroke Hospital, you say? I ain't paying any bill left by Clay. I'm not here to collect payment, Miss... Miss Edwina Cox. So what do you want then? Fancy buying something from me, maybe? What can you tell me about your work? I'm a businesswoman. I buy and sell things, and I send my wet boot boys after anyone who don't play nice with me. Gang member and shopkeeper. Can't be easy running double shifts. If you're interested, I may find use of a doctor who can freely walk across the city, you know. You're quite blunt, aren't you? I like people who know what they want and say what they think. This is a time of great opportunity for those ready to embrace their destiny. I'm not interested in a career in the criminal underworld, Miss Cox. Fair enough. Stay away from us then, if you don't want to get hurt or worse. Since my return from the war, I don't feel that concerned by threats, knives, or even bullets, if you must know. That's exactly what that stupid trade unionist claimed after he attacked one of us. Booth and I reminded him a bullet beats words every time. What can you tell me about this part of town? You can't trust anyone around here. As soon as you lower your guard, you can be sure some arsehole will take advantage of you. You sound like you're thinking of somebody in particular. Take the gravediggers of Southwark. They must pay me every week, but it looks like they forgot who gave them permission to steal from the dead. Looting corpses in a mass grave. That is a new low. Whatever. Hey, since you're a doctor and all, maybe you can access that forbidden area and remind those bastards what they owe. Really? Okay, Don't you think that's a little bit excessive? Bastards, all of them. This region only responds to violence and threats. So, jetzt fragen wir I'm mal die looking for richtigen Mr. Fragen. Sean Hampton. Do you know where I could find him? The sad Achso, state. ich weiß ja schon, wo er ist. I heard he was mugged or something. Yes, Ja, ich he weiß ja schon, wo er was. ist, Leute. But he left hospital recently. You don't say. Well, I suppose it's good news for the homeless and the useless. Ask them, they must know something. Tell me about the man you and Booth killed, Edwina. The bastard killed one of us and received retribution. There's nothing else to say. And your conscience is clear. You kill without hesitation. Violence is an efficient tool, Dr. Reed, when used properly. So you decide who lives and who dies, just like that. Yes, Doctor. Just like that. I'm not saying it's fair. I'm saying it's my way of dealing with troublemakers. What happened exactly? I don't know, and I don't care. One of ours was killed by that communist bastard, but he didn't brag for long. So you have no idea what really happened, but you executed him anyway. No one messes with the wet boot boys, Doctor. This is our territory, and this is our law. Booth Digby looks at you with love-struck eyes. Tell me, Edwina, is the feeling mutual?
You have no idea how refreshing it can be for a woman to receive all the pleasure she needs. For once. I'll take your word for it. What is it, Doctor? A woman's not supposed to talk about these things. Behind all your crude words and your attitude, I sense romance and a soft heart, Miss Cox. Romance? I have no time for such rubbish. I use Booth like I use everyone else. Ach krass, man kann auch Hinweise verlieren. Jetzt habe ich schon Hinweis verloren, weil ich die falsch Goodbye, Miss ausgedrückt habe. Cox. Das ist natürlich jetzt richtig doof. Aber es ist so schlimm, wir wissen ja, wo der chillt. Hier hinten in der Lagerhalle chillt nämlich dieser Schaut. Und den werden wir jetzt nämlich noch schön easy fertig machen, Alter. Ich hoffe, das wird schaffen. Aber mit der Ulti sollte das ja kein Problem sein. Wir springen auch gleich einfach mal rein. Muss man beißen, den Jungen. The wounds on this corpse are deep, the result of rabid rage. If this is Sean's doing, he's become a murderous beast. Das war ja nicht schon. Brauchen auf jeden Fall mehr so ein Serumzeug. Ich will mich da wieder hochporten. Wo ist denn jetzt hin? Ist er weggerannt wird.
ein Gift, ja, wir beißen ihn einfach. Oh, Digga, ich habe was übelst weggenommen. Over there! There's one of them vermin! Over there! There's one of them vermin! Ich will den totschmeißen, komm. Das ist ja... Not a safe place right now, sir. Reicht aber. Have faith, brothers. The power of the Lord comes. Hab ich hier noch Blut, Alter. Guck mal, da ist schon. Why the long face, Doctor? Ist auch ein Vampir geworden? It looks like we both have changed a lot. I must confess, it saddens me, Sean. Put your faith in the Lord, Doctor. He has a plan for all of us. We may not always see it, but he does. Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe you, Sean. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? So you claim Miss Jones' death was not by your hand, nor the other incidents at Pembroke? Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. I have nothing but love for all he has made. People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. Very well. You have definitely intrigued me. I hope you're right, Sean. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I'll surrender myself to your judgment. Üble Nachrede. Und darum werden wir uns morgen kümmern, liebe Leute. Ich hoffe, euch hat der kurze Part noch gefallen. Ich bin auf jeden Fall echt verliebt in dem Spiel. Und ich kann auch erst wieder reden mit ihm, wenn wir wieder da sind. Und dann rede ich auch mit den anderen. Ich muss auch mit den ganzen anderen Leuten in der Stadt reden.
Ja, das sind Reden, weil bevor ich schlafen gehe, will ich eigentlich schon fast alle geheilt haben. Das nächste Mal schlafen wir. Dass ich jetzt in dieser Nacht alles mache, alles schaffe. Aber das geht. Auf jeden Fall danke fürs Zuschalten, fürs Liken und fürs Abonnieren. Wir sehen uns das nächste Mal. Gebrüder Games.